In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du gewisse Grundeinstellungen beim Eevee Solo von Akai verändern kannst, um das Instrument noch besser deinen Wünschen anzupassen. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video über das Eevee Solo. Falls du das Unboxing-Video verpasst hast, dann kannst du das gerne noch nachschauen. Ich habe den Videolink unten in die Videobeschreibung gepackt. In diesem Video möchte ich auf gewisse Grundeinstellungen des Akai Eevee Solo eingehen. Und zwar nicht auf alle, die du verändern kannst, sondern auf jene, die du wahrscheinlich in einem ersten Schritt anpassen willst, um das Instrument noch besser an deine Wünsche anzupassen. Dazu gehört sicher einmal der Fingersatz, den du verändern kannst, dann die Einstellungen beim Blassensor und beim Bisssensor und schließlich auch, wie empfindlich diese berührungsempfindlichen Tasten tatsächlich reagieren. Am Schluss des Videos werde ich dir dann aber auch noch zeigen, wie du das Instrument wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kannst, falls du bei der Konfiguration irgendetwas völlig falsch eingestellt hast und nicht mehr weißt, wie du das rückgängig machen kannst. Grundsätzlich kannst du die Einstellungen beim Eevee Solo direkt mit den Bedienelementen auf der Rückseite des Eevee Solo verändern. Du kannst das Instrument aber auch mit deinem Computer verbinden und dann mit der Eevee Solo Editor Software die Parameter nach deinen Wünschen anpassen. Den Link zur Software findest du unten in der Videobeschreibung. Du kannst die Software kostenlos auf der Webseite von Akai herunterladen. Ich werde in diesem Video jeweils beide Varianten einblenden, also wo dass du es beim Instrument anpasst und wo du es in der Editor-Software anpasst. Und nun starten wir mit der Anpassung des Fingersatzes. Um den Fingersatz anzupassen, drückst du auf der Rückseite des Eevee Solo den Global-Knopf. Dann kannst du mit dem Drehknopf unterhalb des kleinen Bildschirms so lange durch das Menü scrollen, bis du zu Fingering gelangst. Und dieses Menü wählst du dann aus, indem du auf den Drehknopf drückst. Erstens gibt es den klassischen Eevee-Fingersatz. Der ist optimiert für diese elektronischen Blasinstrumente von Akai und das ist der Standard-Fingersatz des Eevee Solo. Dann gibt es einen Fingersatz, der an das Saxophon angelehnt ist. Der Flötenfingersatz ähnelt dem Fingersatz einer herkömmlichen C-Flöte. Oder wenn du willst, gibt es auch noch einen Fingersatz, der sich an der Oboe orientiert. Außerdem gibt es zwei Varianten von Fingersätzen, die für alle gedacht sind, die sonst ein Blechblasinstrument mit Ventilen spielen, also zum Beispiel eine Trompete. Ich nutze den Eevee-Fingersatz. Und falls du nicht schon sicher weißt, dass du zum Beispiel den Oboenfingersatz einstellen willst, weil du sonst auch Oboe spielst, dann empfehle ich grundsätzlich den Eevee-Fingersatz zu nutzen, weil das ist der flexibelste Fingersatz, der am besten für das Instrument geeignet ist. Der Atemsensor, der im Mundstück des Eevee Solo verbaut ist, erkennt, wie stark dass du in das Instrument bläst. Wenn du also das Gefühl hast, dass du sehr stark blasen musst, damit das Instrument einen Ton erzeugt, dann kannst du den Blassensor leichter einstellen, damit das Blasen leichter wird. Die Einstellungen zum Blassensor findest du wiederum im Global-Menü. Und innerhalb dieses Global-Menüs gibt es weitere Menüpunkte, die du auswählen kannst. Als erstes wähle ich nun Offset. Offset legt fest, wie viel Luft du in das Instrument mindestens blasen musst, damit das Eevee Solo einen Ton wiedergibt. Ich habe diesen Wert ganz leicht erhöht von 4 auf 6. Du kannst es aber sehr gut testen, wenn du den Wert zum Beispiel auf 40 erhöhst, musst du viel stärker in das Instrument blasen, damit überhaupt ein Ton erzeugt wird. Ich bin deshalb sehr zufrieden mit der eher tiefen Einstellung. Ich habe sie also deshalb, wie gesagt, nur leicht erhöht von der Standardeinstellung 4 auf meine persönliche Einstellung 6.
Als nächstes empfehle ich, die Sensitivity anzupassen. Die Sensitivity bestimmt, wie sensibel der Atemsensor reagiert. Ich habe diesen Wert für mich deutlich erhöht. Der Standardwert ist bei 10. Ich habe ihn erhöht auf 30, weil ich das Gefühl hatte, dass das Instrument mit der Standardeinstellung etwas träge war. Sowohl bei der Sensitivity als auch bei Offset ist ein Wert zwischen 0 und 100 grundsätzlich möglich. Es gibt noch weitere Parameter im Menü zum Blassensor, die du verändern könntest. Die meisten davon sind aber nur relevant, wenn du das iWi Solo als MIDI-Controller nutzen willst. Dann kannst du dort einstellen, welche Art von Signal das iWi Solo per MIDI übermittelt. Ich nutze hauptsächlich die interne Soundbibliothek des iWi Solo und deshalb sind diese Einstellungen nicht relevant. Für mich sind nur Sensitivity und Offset die Hauptkriterien, die ich beim Instrument angepasst habe. Die Einstellungen zum Biss-Sensor findest du wiederum im Global-Menü. Der Biss-Sensor steuert hauptsächlich den Vibrato-Effekt des iWi Solo. Grundsätzlich kannst du bei der Sensitivity des Biss-Sensors einen Wert zwischen 0 und 25 einstellen. Der Standardwert ist bei 11. Mit diesem Wert war für mich das Vibrato aber viel zu stark. Ich habe den Sensitivity-Wert beim Biss-Sensor deshalb stark reduziert bis auf 2. Ich kann den Unterschied auch demonstrieren und hoffe, man hört das über das Kameramikrofon und den Lautsprecher. Ich habe jetzt den Wert 2 bei der Sensitivity des Biss-Sensors und das ergibt folgendes Vibrato ungefähr. Wenn ich jetzt diesen Wert erhöhe von 2 auf 11, dann klingt das ungefähr so. Das finde ich viel zu stark, deshalb habe ich es reduziert. Du kannst es sogar noch viel stärker haben, wenn du den Wert auf das Maximum stellst, auf 25, das ist dann schon etwas sehr stark. Auch beim Biss-Sensor gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, die aber auch wiederum vor allem relevant sind, wenn du das iWi als MIDI-Controller nutzen willst. Für die internen Sounds denke ich, dass das Einstellen des Vibrato-Effekts der Hauptparameter ist, den du in einem ersten Schritt für deine Bedürfnisse konfigurieren willst. Um die Tastenempfindlichkeit des iWi Solo einzustellen, wählst du wiederum im Global-Menü den Menüpunkt Key Action und dort findest du weitere Untermenüpunkte, die du verändern kannst. Als erstes gibt es das Key Delay. Dort kannst du einen Wert zwischen 0 und 20 einstellen. Der Standardwert ist bei 4 und den habe ich so belassen, weil das für mich gepasst hat. Das Key Delay bestimmt, wie lange du eine Taste drücken musst, damit das Instrument registriert, dass du die Taste drückst. Grundsätzlich empfiehlt Akai, diesen Wert eher tief zu halten, wenn du schnell spielen willst. Wenn du auch langsam spielst vor allem, dann kannst du den Wert auch etwas höher einstellen. Den Unterschied zwischen einem tiefen Wert bei Key Delay und einem hohen Wert kann man sehr gut demonstrieren. Bei einem hohen Wert hat das Instrument nämlich Probleme, schnelle Passagen zu erkennen. Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, standardmäßig bei 4 eingestellt. Dann kann ich auch relativ schnell verschiedene Noten spielen. Du hörst also jeden einzelnen Ton. Wenn ich den Wert aber erhöhe, dann sind meine Finger für das Instrument zu schnell.
Ich stelle jetzt den Maximalwert von 20 einmal ein. Also das Instrument kann meinen Fingern nicht mehr folgen. Deshalb empfehle ich auch grundsätzlich, den Wert möglichst tief zu halten. Der Wert von 4, der voreingestellt ist völlig okay für mich. Bei der Key Sensitivity geht es darum festzulegen, wie sensibel die Tasten auf Berührungen reagieren. Grundsätzlich gibt es einen Wert zwischen 0 und 13, den du auswählen kannst. Laut der Bedienungsanleitung kann man zwar 0 bis 15 auswählen, aber bei mir ist das nicht möglich, ich kann nur 0 bis 13 auswählen. Standardmäßig eingestellt ist der höchste Wert, also das heißt, der Wert liegt bei 13. Und das hat für mich auch so gestimmt, ich habe das deshalb so belassen. Eine dritte Einstellung bei den Tasten kannst du zu dieser Taste hier machen. Du kannst diese Taste einschalten oder ausschalten. Das ist die K10-Taste, die ist neu beim Iwi Solo. Beim Iwi 5000 gibt es die nicht. Das kann ich auch schnell zeigen. Also hier haben wir das Iwi 5000. Hier fehlt die Taste und beim Iwi Solo ist sie vorhanden. Wenn dich diese Taste also stört, dann kannst du sie ausschalten. Ich persönlich finde es sehr gut, dass es diese Taste neu gibt, weil ich von der Klarinette her gewohnt bin, dass es hier eine Taste hat. Also bei der Klarinette gibt es diese Taste hier. Die nutze ich relativ häufig als Trillerklappe und die entsprechende Klappe hier jetzt neu beim Iwi Solo ist finde ich deshalb sehr gut. Diese verschiedenen Einstellungen, die ich jetzt erläutert habe, das sind für mich die wichtigsten, die du wahrscheinlich einmal für dich konfigurierst. Und wenn du die optimale Einstellung für dich gefunden hast, dann wirst du das nachher nie mehr verändern. Ich denke deshalb auch, dass es bei diesen Parametern keine richtige oder falsche Einstellung gibt, sondern ich denke, dass die Einstellungen sehr individuell sind und abhängig von deinem Spielstil, ob du ein Profimusiker bist oder ob du ein Anfänger bist oder ein Hobbymusiker, da werden die Einstellungen sicher voneinander abweichen. Ich denke aber, das sind so die wichtigsten Einstellungen, die du verändern kannst, um das Iwi Solo zu optimieren. Und falls du die Einstellung doch so völlig komplett verändert hast und das Instrument nicht mehr funktioniert, wie du möchtest, dann kannst du immer und jederzeit die Werkseinstellungen wiederherstellen. Das ist etwas kompliziert, weil man da verschiedene Knöpfe gleichzeitig drücken muss. Und zwar den Programmknopf, den FX-Knopf und den Hold-Knopf. Die muss man gleichzeitig drücken und dann den Power-Knopf. Dann erscheint im Display ein Menü mit 3 verschiedenen Varianten, die du auswählen kannst. Entweder kannst du einfach normal das Instrument wieder starten. Zweitens kannst du alle Einstellungen im Global-Menü zurücksetzen. Das sind die Einstellungen, die wir jetzt verändert haben im Rahmen dieses Videos. Es gibt aber noch weitere Einstellungen am Instrument natürlich und wenn du wirklich sämtliche Einstellungen zurücksetzen willst, dann kannst du die dritte Option wählen, Reset Everything. So, ich hoffe, du hast einen guten Überblick erhalten über die verschiedenen Einstellungen des Iwi Solo. Grundsätzlich empfehle ich, wenn du die Konfiguration veränderst, dass du nicht alles gleichzeitig anpasst, sondern Schritt für Schritt vorgehst. Also dass du zum Beispiel zuerst den Offset-Wert beim Blassensor veränderst, dann das Instrument testest, den Wert wieder veränderst, testest und so weiter, bis du die ideale Einstellung für dich gefunden hast.
Dann kannst du zum nächsten Parameter übergehen und so weiter und so weiter. Wenn du so vorgehst, dann müsstest du eigentlich Schritt für Schritt das Instrument immer weiter optimieren können, bis es für dich möglichst optimal eingestellt ist. Wenn du gleichzeitig alle Parameter veränderst, dann kannst du nicht nachvollziehen, warum das Instrument jetzt besser oder schlechter zu spielen ist als vorher. Und darum denke ich, ist eine schrittweise Vorgehensweise, bei welcher du die einzelnen Parameter nacheinander anpasst, besser als alle gleichzeitig anzupassen. Hilfreich war für mich bei der Konfiguration auch, die Minimalwerte und die Maximalwerte der einzelnen Parameter zu testen. Also ich habe zum Beispiel den Offset-Wert beim Blassensor zuerst auf 0 gestellt und dann den Maximalwert eingestellt, 100. Und beide Werte habe ich getestet. Und wenn du diese Extremwerte einstellst und testest, dann kannst du ganz klar erkennen, was der Parameter verändert. Und so kannst du dann irgendwo in der Mitte einen Wert finden, der für dich genau stimmt. Die Parameter, also die Einstellungen bei meinem Iwi Solo, habe ich unten in die Videobeschreibung geschrieben. Gerne kannst du auch in die Kommentare schreiben, wie du bei deinem Iwi Solo die Parameter eingestellt hast. Ich denke, das wäre sehr interessant zu sehen, wie verschiedene Personen das Iwi Solo für sich konfigurieren. Und vielleicht sehen wir dann auch Gemeinsamkeiten, die uns erkennen lassen, welche Konfiguration wahrscheinlich ideal ist und für die meisten gut funktioniert. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn das Video hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Für heute war es das aber. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.